Was macht nun aber jemand, der in Geschichten erdenken und erzählen bewandert ist? Er denkt sich ein neues Märchen aus, um die alten Flunkereien zu verdecken und das eigentlich geplatzte Märchen weitergehen zu lassen. Nachdem, so wie von Technikern und Ingenieuren vorausgesagt, das Speicherproblem seit 25 Jahren nicht gelöst wurde, erfand man das Wasserstoffmärchen. Wasserstoff soll nun die schon lange gescheiterte Energiewende retten und das mit Hunderten Milliarden Euro Kosten, die sie dem Steuerzahler vorher abgepresst haben. Hey Leute, habt ihr schon gehört? Habecks Wasserstoffmärchen platzt gerade, bevor es überhaupt angefangen hat. Firmen ziehen schon den Stecker, weil sie merken, dass das Ganze nichts bringt. Da muss man sich echt fragen, ob das noch ernst gemeint ist. Normale Menschen auf jeden Fall glauben Habeck nichts mehr. Das müsst ihr euch anhören. Auf geht's. Das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, selbstverständlich werte Leugner des natürlichen Klimawandels. Die Energiewende ist gescheitert, dies sagte schon vor mehreren Jahren der ideologische Kampfgefährte des Kinderbuchautors und ehemalige Staatssekretär Patrick Reichen. Sie ist vor allem deshalb gescheitert, weil die Kosten für sogenannten erneuerbaren Strom in seiner Gesamtbilanz inklusive der Kosten für den Transport über weite Strecken, die Infrastruktur für den Transport, die Kosten für Netzeingriffe, die Kosten für das Verramschen von nutzlosen Überkapazitäten extrem in die Höhe geschnellt sind. Das billige und in rauen Mengen zur Verfügung stehende russische Erdgas hat in der Vergangenheit die gravierendsten Folgen dieses Murkses zugedeckt. Seitdem der Wirtschaftszerstörungsminister gemeinsam mit allen Grünen in allen Parteien nun aber diese Quelle vorläufig zum Versiegen gebracht hat, schießen die Energiekosten derart in die Höhe, dass gerade die energieintensive Industrie, aber auch viele andere Firmen fluchtartig das Land verlassen. Das Märchen von der billigen und sicheren Stromversorgung durch Vogel- und Insektenkiller ist geplatzt. Was macht nun aber jemand, der in Geschichten erdenken und erzählen bewandert ist? Er denkt sich ein neues Märchen aus, um die alten Flunkereien zu verdecken und das eigentlich geplatzte Märchen weitergehen zu lassen. Nachdem, so wie von Technikern und Ingenieuren vorausgesagt, das Speicherproblem seit 25 Jahren nicht gelöst wurde, erfand man das Wasserstoffmärchen. Wasserstoff soll nun die schon lange gescheiterte Energiewende retten und das mit Hunderten Milliarden Euro Kosten, die sie dem Steuerzahler vorher abgepresst haben. Die dümmste Energiepolitik der Welt, einhergehend mit noch skrupelloserer Ausplünderung des deutschen Volkes, geht in die nächste Runde. Niemand auf der Welt geht den Weg der Phantasten und ideologischen Spinner in Deutschland mit. Kein anderes Industrieland schaltet gleichzeitig alle seine fossilen und Kernkraftwerke ab, um seine Wirtschaft und seine Bevölkerung nur aus Wind- und Sonnenenergie mit Strom zu versorgen. Keines zerstört seine funktionierende Wirtschaft, um zukünftig mit Wasserstoff Strom zu produzieren, zu fahren und zu heizen. So dumm, so naiv und so verantwortungslos sind nur die Grünen in allen Kartellparteien von Linke bis CDU. Der Großteil der Industrie spielt dieses dumme Spiel mit, nicht deshalb, weil sie an den Erfolg des sogenannten Wasserstoffhochlaufes glauben, sondern weil sie Milliarden an Subventionen abgreifen wollen, die sie dann in der Managerebene und an ihre Aktionäre ausschütten können. Aber wie das mit Luftschlössern nun mal so ist, sie platzen, wenn man sie zu sehr aufbläst. Und das Wasserstoffmärchen platzt schon, bevor es richtig begonnen hat. Fokus, 23.11. Das Wasserstoffprojekt H2 Westküste in Heide ist beerdigt. Der sogenannte Elektrolyseur werde nicht gebaut. Die Produktion von grünem Wasserstoff ergebe aufgrund der hohen wirtschaftlichen Risiken keinen Sinn. Selbst mit den Fördermitteln hätte sich ein dauerhafter Betrieb der Anlage nicht gelohnt. NDR, 4.7.24 in Hamburg stehen mehrere Projekte für die Nutzung von grünem Wasserstoff vor dem Aus.
Businessportal Norwegen, 22.09.24, der norwegische Gaskonzern und RWE-Partner Equinor gibt Pläne zum Export von sogenannten blauem Wasserstoff nach Deutschland auf. Die Wasserstoffpipeline hat sich als nicht durchführbar erwiesen. Das bedeutet auch, dass die Pläne zur Wasserstoffproduktion ebenfalls auf Eis gelegt werden. 24.09. Es verabschiedet sich nun auch die Tochter des britischen Konzerns Shell von seinem Wasserstoffprojekt in Norwegen. Es sei nicht kosteneffektiv, mit dem Projekt fortzufahren. Keines der Gaskraftwerke, die die Wirtschaft bauen soll, die laut Vorgabe von einer Zeitung als Ruinator bezeichnet wurde, aber in der Lage sein müssen, zu einem späteren Zeitpunkt mit 100% Wasserstoff betrieben werden zu können, ist im Bau. Für kein einziges dieser Kraftwerke liegt bisher eine Beantragung vor. Wie auch keine Turbine in dieser Größenordnung wurde je in einem echten Versuch getestet. Und nun steht das vermeintliche Leuchtturmprojekt bei ThyssenKrupp vor dem Aus. Gesamtkosten 3 Milliarden, Förderzusagen 2 Milliarden von Bund und Ländern und bisher ausgeschüttet 500 Millionen Euro. Die wird der Staat wohl nie wiedersehen. Mit dem Stichwort grüner Stahl reiste man durch die Talkshows. Dabei handelt es sich aber lediglich um bei ca. 950 Grad Celsius hergestellten sogenannten Eisenschwamm, durchsetzt von Verunreinigungen und Einschlüssen, also qualitativ minderwertiger als das bei bis zu 2000 Grad Celsius hergestellte Roheisen in einem konventionellen Hochofen und natürlich aufgrund der verwendeten Energiequellen mehrfach teurer. Ich würde sagen, überlassen Sie die Stahlproduktion Ingenieuren und Stahlwerkern, die etwas davon verstehen, die Stromproduktion unter anderem den Lausitzer Bergleuten, die haben darin jahrzehntelange Erfahrung, und hören Sie endlich auf, mit Ihrer, laut Presse, dümmlichen Arroganz unser geliebtes Deutschland zu zerstören. Und im Übrigen bin ich der Meinung, wer grün, rot, gelb, schwarz wählt, wählt den Krieg. Verstanden. Ich so der Kollege Esra Limbacher, SPD-Fraktion.